Hallo und Servus zusammen. Willkommen zu einem neuen Schraubertipp von Hornig. Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach die Bremsflüssigkeit am oberen Behälter eurer BMW wechselt. Was ihr dafür braucht? Neue Bremsflüssigkeit. Unsere hochwertige Variante aus dem Shop findet ihr natürlich wie immer über den Link in der Beschreibung. Dazu eine Spritze, einen leeren Auffangbehälter, einen passenden Schlüssel für die Entlüftungsschraube, einen Schraubendreher für den Behälterdeckel und ein sauberes Tuch. Bevor es losgeht, stellt den Lenker so ein, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter waagerecht steht. Ganz wichtig, legt ein Tuch unter den Behälter. Bremsflüssigkeit ist aggressiv und greift Lack an. Jetzt öffnen wir den Deckel und nehmen vorsichtig die Dichtung heraus. Diese wird wieder benötigt. Entfernt nun die alte Bremsflüssigkeit. Am besten geht das vorsichtig mit einer Spritze. Füllt die alte Flüssigkeit direkt in einen leeren, gekennzeichneten Behälter zur späteren Entsorgung. Auf dem originalen Deckel seht ihr meistens die benötigte Norm eurer Bremsflüssigkeit, zum Beispiel DOT 4 oder DOT 5. Achtet unbedingt darauf, die richtige Norm zu verwenden. Füllt den Bremsflüssigkeitsbehälter 3/4 mit der neuen Bremsflüssigkeit auf. Und nun zum wichtigsten Vorgang, dem Entlüften. Erster Schritt: Pumpen Sie den Bremshebel mehrmals, bis Sie einen festen Druck spüren. Zweiter Schritt: Halten Sie den Bremshebel gedrückt. Dritter Schritt: Öffnen Sie jetzt unten an der Bremszange die Entlüftungsschraube leicht. Der Bremshebel wird sich daraufhin bis zum Griff durchdrücken lassen. Vierter Schritt: Schließen Sie die Schraube sofort wieder. Erst danach den Bremshebel loslassen. Diesen Vorgang wiederholen Sie nun so lange, bis im kompletten System nur noch die neue, klare Bremsflüssigkeit austritt. Kontrollieren Sie dabei immer wieder den oberen Behälter und füllen Sie rechtzeitig neue Flüssigkeit nach, damit keine Luft ins System kommt. Hier seht ihr den ganzen Vorgang nochmal in Detailaufnahme. Achtung! Sollten an eurer BMW 2 Bremssättel verbaut sein, müsst ihr diesen kompletten Vorgang auch auf der anderen Seite wiederholen. Wenn alles klar ist und ihr den gewünschten Druckpunkt habt, dann ist der Wechsel abgeschlossen. Reinigt jetzt den Deckel und die Gummidichtung gut und lasst sie komplett trocknen. Ist die Dichtung feucht, kann es später zu Undichtigkeiten kommen.
Ist alles gereinigt und wieder befestigt, überprüft zum Schluss nochmal, ob die Bremse komplett dicht ist und der gewünschte Druck vorhanden ist. Wenn euch dieses Video geholfen hat, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Schraubertipps. Servus, bis zum nächsten Video.